Einen wunderschönen guten Abend. Willkommen zurück bei Wytchwood. Ich habe alle Zutaten bereit. Wir haben jetzt die Title Tincture, womit wir diesen großen Bösewichten da fertig machen können. Ihn hier. Und mal gucken, was wir von ihm bekommen. Hier, frisst das Bösewicht. Wir bekommen einen von ihnen. Und jetzt haben wir nämlich alles für diesen Zaubertrank. Wenn wir diesen Trank machen, dann haben wir diesen Trank. Dann kann ich mir 2 von den Keys machen. Einen für beim Froschkönig und einen für diesen hier. Und dann können wir jetzt nämlich da oben use the key to my heart on the lighthouse. Das machen wir doch glatt. Keine Sorge, Mädel. Wir kommen. Wir könnten aber die Angel noch... ich heb sie mal auf. Vielleicht brauche ich sie. Wir machen jetzt so einen auf großen Macker. Ich bin schon zu weit. Hier müssen wir rein. Auf geht's! The rusty lock makes a sound like a sloppy kiss as you turn the key inside it. Bubbling and creaking, the aged metal hinges protest as years of crim dissolve away. The wooden door swings open to reveal a wall of emerald seawater. You can see fish swimming about inside, but not a drop crosses the threshold. Oh my, the entire lighthouse must be filled up like a bottle. You prod the salty pitcher with your finger, sending ripples along the surface. Then, as if you pulled a stopper from a tube or tub, the water begins to drain. Slowly at first, but quickly building ferocious speed. The waves cascade around you. You catch notes of a trumpeting sound droning above the crashing wells. The music turns to a soft whisper as the last of the flood is sucked away, leaving the inside of the lighthouse damp and encrusted with stranded sea life. You bend down to examine the source of the drainage. A golden conch shell is wedged between the waterlogged floorboard. Take the conch. You put the conch to your ear. It sounds as if an entire ocean is contained within it. Ah, what a marvel. I wonder if the mermaid will still answer its call after all this time. The child's story said to blow it out over the water under the lighthouse. Send the conch by the lighthouse. Standing at the end of the pier, you blow into the conch. You feel a warm breeze pass through the salty waves and uplift your spirits. A crystal clear trumpeting note rings out from the shell and seems to still the ocean waters to a mirror shine. Sweet laughter chimes like a bell in response, and a shadowy shape approaches from the depths below. An enormous, full-bodied figure breaches the stillness of the water, throwing her hair back joyfully and extending her arms out to the sun. She thrusts her body up onto an outcropping of rocks, splashing her long finned tail in the waves. Aha! Speak to the mermaid. As the mermaid speaks, her voice is operatic. My gift, lain silent for years, now sounds again, sad music for my ears. My lover long gone, but their memory is still sweet. I thank you for the nostalgia. What would you entreat? I'm looking for a man lost at the sea. He was a captain of that tall ship over there. You point to the high sails looming over the docks. I don't suppose you've had any dealings with him? This man I have seen, though his fate is not known, placed on a plank overboard he was thrown. Downward he plunged, through not to the bottom. No, a great serpent swam up from the deep and got him. He was pushed overboard. That crabby fish told me he was lost in the storm. Did you see where the Leviathan got to? The lagoon by the shore holds a secret below. Send away the tides and the serpent will show. Keep that conch close, blow and I shall abide. I bring the strength of the sea to your side. With her song finished, she blows you a wet kiss and starts preening her hair with a spiny seashell. Visit the lagoon near the docks. Also wieder zurück. So, wir looten das hier aber noch. Tut mir leid, dass ich nicht unbedingt die opereske Stimme habe. Sonst wäre das vielleicht noch ein bisschen angenehmer gewesen, wenn ich jetzt hier richtig opernmäßig die Arie der Meerjungfrau nachgespielt hätte.
Haha. Aber jetzt gehen wir auf jeden Fall darüber und dann nutzen wir wahrscheinlich da die Conch. Und mal gucken, was es dann Schönes zu entdecken gibt. Hallo, da sind wir wieder. Schön. Guten Tag. You take a deep breath and press the conch to your lips. Its clarion call echoes across the rippling tide. You feel the waves swell around your feet, reverberating with the sound of the conch. The water disappears so fast that you are unsure if the tides are receding into the ocean or if the seafloor itself is rising from the depths. When the waters recede, you look across the island to a yawning cave openings. From within, you sense the steady rhythm of an enormous breaths. Ah, nicht schon wieder sowas wie du. Nein. So, jetzt sind wir hier unter Wasser quasi. Auch gut. Schön. So, dann gucken wir mal, was es hier alles für uns zu entdecken gibt. Außer lauter Tiere, die wir natürlich fangen könnten, wenn ich denn die Materialien dafür hätte. Es muss ja noch irgendwo weitergehen. Und nicht sein, dass das hier schon alles war. Eventuell hier. Ich dachte eigentlich, dass ich hier schon weiter runtergegangen wäre, aber offensichtlich nicht. Überall bis zum Rand gehen. Da ist eine Cave. Jetzt habe ich es gesehen. Hier ist der Eingang. Lagoon Aperture. Investigate the lagoon's depth. So, wir haben hier auch von diesen Fischen wieder Dinge. Okay. Oha, was ist das bitte? Okay. Ancient one. Something very, very old. Shore Skipper. Whirlpool to the surface. Ich will noch nicht an die Oberfläche gehen. Ich will hier... Entschuldigung. Reden Sie mit mir? You can't help but shudder under the powerful gaze of the monstrosity before you. A booming voice sounds throughout the cavern as if you were in the very throat of the beast. Who dares enter my sanctum? I have come looking for men lost at sea. The coils of the serpent shudder and wheeze. You brace yourself as the creature wheels back and unleashes a cough loud enough to shatter a mountain. Excuse you, have you caught ill, Master Serpent? You landwalkers are all alike, forever throwing your refuse into my waters. I have been poisoned by your insufferable detritus. My stomach aches, my insides burn. What's the matter? Did you swallow something you shouldn't have? I have swallowed many things. You should not be here, land creature. Now, you're not well and I may be able to help you. Open up that gob of yours and let me take a look inside. Perhaps you have come to strike the final blow against me. Why should I trust you? You're being dramatic. I'm not going to hurt you. But if you don't let me take a look inside your belly, the sickness will surely fester. Doubtful, but perhaps I can humor if you prove that you are a friend to the ocean. Answer me these riddles, 3 or 9. Only then will I trust your words, Landwalker. Okay, the first of my questions. You pull my waters from the ground to quench your thirst. What manner of beasts sit atop the well of your forest? Is atop the forest well?
Ich meine, ich war da, aber ich habe mir es nicht angeschaut. What creature is atop the forest realm? Das ist kaum ein Fisch, oder? Ich glaube, das ist ein Oktopus. Another question. You may bury your dead in the earth, but there is no escape from the call of the deep. Whose watery gaze watches over your graveyard? A sea serpent, a sailor, a mermaid. Ich hatte recht mit dem Ding, mit dem Oktopus. Graveyard-Portal. Eigentlich macht keins davon Sinn. Ich glaube am ehesten noch ein Sea Serpent, oder? The final question. Oh, ich bin gut. You landwalkers desire gold over all things. But in front of your banking house, what creature rules with true happiness? What bee sits in front of the village bank? Ich weiß nicht mal, dass da eine Bank war. Ich glaube, eine Seagull. You have answered incorrectly. Wait, let me try again. My memory isn't the steel trap it used to be. Ja, also definitiv. Ich glaube, die Frage ist nun... Achso, wir haben da ja auch ein Ocean-Ding. Die Frage ist nun... Hat ich nur bei der letzten Unrecht, wovon ich ausgehe, oder bei einer von den anderen? Also, Creatures on the top of the graveyard. So, fangen wir damit an. Graveyard. Ich meinte, das wäre ein Mermaid. Es ist eine Mermaid. Okay. Mermaid, alles klar. Jetzt kann ich wieder das Ding nutzen, danke. Jetzt müssen wir in den Forest und dann nochmal checken. Die Frage ist, womit hatte ich Unrecht? Abgesehen von der Mermaid offensichtlich. Wie toll, dass ich vorhin noch am Well war und ich habe mir das nicht angeschaut. Es ist ein Fisch. Okay. Also ein Fisch, eine Mermaid. Jetzt müssen wir nochmal zum Village, zur Bank. Ich wusste nicht mal, dass wir eine Bank in der Stadt haben. Aber gut. Village ist hier oben. Das ist Market, dann ist da Village. Okay. So, dann lass uns mal schauen. Wo ist die Bank? Oh, wir könnten uns hier so eine Hand klauen. Na egal. Raid to the market. Das ist keine Bank. Das ist keine Bank. Das ist keine Bank. Das hier ist alles keine Bank. Wo ist die Bank? Das ist die Bank, nehme ich an. Das wäre ein Adler. Oh, wir hatten da noch irgendwas mit der goldenen Gans. Da war doch auch noch was. Wo ich noch hin wollte. War das nicht auch hier irgendwo? Oder hat uns auch irgendwas gefehlt? Bist du die Bank? Nein. Was davon ist denn die Bank? Ich hatte eigentlich, ihr wolltet das hier aufräumen wieder. Aber anscheinend doch nicht. Ich hätte gedacht, hier irgendeins von diesen Gebäuden muss die Bank sein.
dich habe ich schon gelootet. What creature is in the front of the village bank? Oh. Du wirst es wahrscheinlich hier sein. Ist das ein Wal? Egal, also wir wissen auf jeden Fall, dass es eine Meerjungfrau ist bei dem... wie heißt gleich? Beim... Graveyard. Und wir wissen, dass es ein Fisch ist beim Realm. Ich hätte natürlich gerne hier wieder diesen Teleporter gehabt, aber gut. Dann kann ich alles haben. So, ich gehe da jetzt direkt hin, weil ich die Fragen noch gerne beantworten möchte in dieser Episode. Und ich weiß, wenn ich hier anfange, irgendwas zu looten, dauert das Ganze wieder sehr viel länger. Oh, großer Sea Serpent, Mensch. The first of my questions. You pull my waters from the ground to quench your thirst. What manner of beast sits atop the well of your forest? It's a fish. Another question. You may bury your dead in the earth, but there's no escape from the call of the dead. Whose watery gaze watches over your graveyard? A mermaid. Die beiden sind richtig. The final question. You landwalkers desire gold over all things, but in front of your banking house, what creature rules with true happiness? It's a whale. The enormous creature rolls back its yellow eyes, bellowing with laughter. The laughter quickly succumbs to another bout of violent coughing. Curse my miserable body! Can I not even enjoy a moment of levity? It appears I was mistaken about you, Landwalker. You have proven yourself worthy of my trust. The beast opens wide its cavernous jaws, filling the air with a fishy stench. Enter, but heed my warning. Break your word and I will digest you without hesitation. Okay. Ja, wir gehen da mal rein. Was Noah konnte, kann ich auch. Nicht Noah. Jakob? Wer war das nochmal? Ich bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall ist hier jemand. Hallo? Captain. Ahoy! Don't tell me that overgrown eel gobbed you up as well. Come and warm yourself by the fire. We ain't going anywhere soon. You look at the throbbing red walls of the monster's stomach and notice the discoloration and spotting. The campfire smoke is surely the cause of the best's ailment. Ah, actually I came here looking for you, Captain. How'd you know I was a captain? There's a little minnow waiting on the docks for her father. Oh, my little girl, my heart and joy. I promised I'd see her as soon as we anchored, but I never got a chance. Has it got anything to do with that fishy fella captaining your ship? Raising his arms in anger, the man stomps his feet on the fleshy floor. The outburst causes the serpent another coughing fit, rocking you back and forth. That rotten son of a barnacle. We were just a few weeks from home when he conspired to mutiny. Ever since I told him the tale of the mermaid and her conch, he got this hungry look in his eye. Ain't never seen someone so obsessed. So he and the other bad apples jumped me in the night and tied me up. The rest of my thirsty crew as well. Then that flopping flounder made us walk the plank into the briny deep. I was praying to Neptune and he must answer my call. This great bloody serpent swallowed me up and saved me from drowning. Been stuck here ever since. Can't seem to get out, but the fire keeps me from going all the way through the other end, at least. Though with the metal head of yours, you ought to have no trouble passing through without much fuss. Just what I needed today. Say, all that smoke is causing our host great discomfort. I'm sure you'd both be happier if you parted ways. How do you suppose we do that? Let me see what I can cook up with that fire pit of yours. If one were to build up enough irritants, the beasts may be provoked into explosively expelling the source. Wir haben auf jeden Fall ein neues Rezept. Allergenic Potpourri, Boil Incense und Potion of Blight. Wir werden es sehen, ob wir das alles herstellen können. Das allerdings erst in der nächsten Episode. Euch wie immer vielen Dank fürs Einschalten. Bis dann noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen.